So, meine Lieben, damit herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Play Genshin in Pink TCG. Im letzten Part, auch wenn es das erste ist, ist ja Part 0, das war das Tutorial. Für die, die es gucken wollen, kannst du gucken. Ansonsten ist das hier der erste Part, wo wir halt richtig loslegen und kein Tutorial mehr haben. Saccharose, du willst ein Duell? Ready for our duel? Ja. All right. Let the duel begin. So, was ist das hier? Das Ereignis 2 Karten ziehen. Also, ich darf 2 neue Karten ziehen, das brauche ich nicht unbedingt. Einsatzmöglichkeit deiner gewählten Beschwörung plus 1. So, also ich schmeiß diese 2 Karten hier weg. Und kriege dann also einmal Regeneration. Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between two players. In a duel, your opponent can also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Musa! Okay. Ich werde gucken, was das hier ist. Das ist das nächste Mal, wenn du eine Fähigkeit angewendet hast, wechselt danach deine nächste inaktive Figur zu aktiven. Oh. Ja. Achso, das kostet aber keinen Zug dann, ne? So, als aktive Karte wähle ich Kaya. So gross. Warum nimmst du dich selbst? Du bist Supporterin. Und wir haben 2 ja, okay, das sieht schon mal gut aus. Oh, das sieht auch nicht ganz gut aus. Aber bei Anemo haben wir auch, ne? Ich behalte aber nur ein Anemo. Wobei ich in diesem Zug gar nicht Anemo vorhabe. Deswegen will ich alles nochmal neu. Ich brauche ein Kryo mehr. Gut, Pyro ist auch dabei, sehr schön. So. Ich könnte 2 weiße heißt, ich brauche 2 gleiche, ne? Die ich. Schade. So, Kaya erstmal hier. Verbraucht ein Kryo weniger. Und das Buch direkt eingesetzt. Stand clear. Ich wollte sogar zu Deluk. Ja, okay. 1, 2. Das sind jetzt 2 gleiche, die ich. Weiß war 2 gleiche, die ich wegschmeißen muss. Aber es kann ich, glaube ich. Geht das überhaupt? Ja. Geht das auch so? Hä? Zwei gleiche Elemente, okay. So. Jetzt kann ich angreifen. Ja. Ah, ich mach den Pyro-Effekt doch gar nicht. Ja. Ich würde sagen, Kaya, du hielst dich mal. Ich hab kurz gedacht, ich mach den Schmelzen-Effekt, aber nee. Mache ich ja nicht. Ich muss ja erstmal, ich muss mit Pyro angreifen, nicht mit Standardangriff. So, was ist das denn nochmal? Ich brauche 2 Elementarwürfel, gibt es 2 Omniwürfel, okay. So, ich brauche mehr Pyro. Kryo, ja, ich will einfach die alle 4 neu. Ist nicht ganz so gut. Na, wobei ich habe ja sowas ja auch noch. Animal test 6308. Das ist nicht so cool, dass die Figur gewechselt wurde. Da mache ich Planänderung. Ich setze 2 Dendro ein, ja. Und greife dann mit ihr an. Das wäre nicht der einzige Zug, den ich machen kann. Und ich würde sie killen.
consider that into the equation. Ich könnte noch mal. Da würde ich sagen, setzen wir das ja einfach ein. So ein Kühe jeweils weniger verbrauchen. Zack. Und dann ist der Zug beendet. Wobei, ich könnte das ja auch einsetzen. Das nächste Mal, wenn du eine Fähigkeit anwendest, wechselst du danach die nächste inaktive zu aktiven. Machen wir einfach mal. Karte ausspielen. So. Da haben wir wieder alle Karten verwendet. Also das ist wahrscheinlich Dendro. Mhm. So, ich will... Oh Gott. Okay, zwei Anemo. Und das ist beim nächsten Wechsel der Figur gilt nicht als Kampfaktion, sondern als Schnellaktion. Okay. Ich könnte Verwirbelung machen, würde ich 4 und 1 machen. 2 und 1 würde ich machen. Eigentlich ist das hier sinnvoller. Dann würde ich nämlich zu Diluc wechseln wollen. Und mit Diluc, das wäre ein Standardangriff. Aber ich habe noch an andere Karten in der Hand. Ah, Diluc musste jetzt verwirbeln. Stimmt, der wechselt ja dann. Der hat seine Runde, der hat nicht mehr angegriffen, der Runde, oder? So. Ich kann jetzt das hier einsetzen. Ja. Setze ich ein. So. Dann möchte ich nämlich mit Pyro angreifen. Sechs Damage. Ich bin immer noch dran, stimmt, weil der Gegner... Aber ich kann nichts angreifen. Ich könnte höchstens den Artefakt einsetzen. Was bisher... Nochmal, wenn ich wegschmeiße? Achso, dann kann ich eins in anderen umwandeln. Ne, das brauche ich auch nicht. Deswegen würde ich dann die Runde beenden. Mhm. Mit Anemo habe ich diese Runde nicht vor zu attackieren. Mhm. Beim nächsten Wechsel der Figuren, dieser Wechsel gilt nicht als Kampfaktion so schnell. Okay, dann setze ich das schon mal ein, kostet mir auch nichts. So, das ist, schaltet alle Beschwörungen aus, auch da. Das heißt, es ist ein Unentschieden oder was? Klärt mich mal in den Kommentaren auf, weil dann heißt es ja, es ist Unentschieden, weil niemand gewonnen hat. So, was ist das hier? Das ist Geo. Das brauche ich nicht. Ich möchte ein Pyro haben. So. Damit ich Pyro angreifen. Damit ich direkt Pyro mache, muss ich 2 Karten wegschmeißen noch. Mache ich auch. So, ein Geo. Ja. Das brauche ich auch nicht. Die bleibt. Ich werde ihn nur 2 Angriffe machen können. Standardangriff reicht sogar aus. Ich habe gar nicht bedacht, dass Diluc selbst, also der gegnerische Diluc, selbst kaum HP noch hat. Oh, I wasn't expecting that. Ich hoffe, er überlebt das. Warum? Ja, dann mach ich Standardangriff jetzt.
Kostet mich doch eigentlich nichts. Ready when you are. Beende ich eine Runde. Saccharose, wieso greifst du nicht an? Einmal Pyro weniger Würfel benutzen, verbrauchen, okay. Ein guter Wurf ist es nicht. Ja, wobei es ist eh egal. Stimmt, ich hab doch ein Artefakt drin. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. So, damit haben wir unser erstes Duell geschafft. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Gut gekämpft, das zweite stimmt nämlich überhaupt nicht. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. Alright. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shian's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shian. So, ich habe eine kurze Pause gemacht, was gefuttert, nebenbei ein Video angeschaut über Fehler, die man nicht machen sollte in TCG und habe dadurch ein bisschen was gelernt. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Was kommt jetzt? I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right. The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players now. Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. It's just a tabletop card game.
I'm not sure how you would plan on achieving something like that. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the casket of tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called caskets of tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a casket of tomes with them. Oh! Paimon can guess what you're gonna say next! The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside! That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games? No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn! What a letdown. Alright, now let's see this casket of tomes already! All caskets of tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your casket of tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about the last one? I shall choose the final test and must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. Okay. Dann müssen wir sogar raus. Hello, you 3. Has little Diona finished teaching you the rules of Genius Invocation? Ah, I see you're here for your casket of tomes, aren't you? A very useful tool indeed. So this is a casket of tomes. That's right, a purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. Anyway, now that you have your caskets of tomes, it's time to find some opponents. All right. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Thanks. I'll do my best.
Mit Hilfe der Kodex-Schatulle kannst du dein Deck bearbeiten und andere über Kodex-Schatullen verfügende Leute in der Nähe als Kartenbeschwörer aufspielen, die du herausfordern kannst. Durch Öffnen der Kodex-Schatulle gelangst du in das Deckmenü, in dem du das zu bearbeitende Deck auswählen und so ein Deck bearbeiten kannst. Nachdem du diese Funktion zum Finden von Kartenbeschwörern ausgewählt hast, erscheint die Karte, auf der die Positionen anderer Kartenbeschwörer vermerkt sind. So siehst du auf einen Blick, wer mit dir spielen kann. Beim Starten der Suchfunktion der Kodex-Schatulle wird nach Möglichkeit zuerst automatisch der dir am nächsten befindliche, von dir ungeschlagene Kartenbeschwörer als Ziel ausgewählt. Okay, also eine richtige Reihenfolge gibt es nicht. Such dir einen Kartenbeschwörer und spiele... Achso. Achso. Das heißt, ich muss jetzt sie nutzen. So. Verfolgen. Wo haben alle Abenteurer beginnen? Okay, am Anfang gibt es eine Reihenfolge. Nur aus Interesse. Gibt es Löwenzahnsamen? Nö. I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official genius invocation TCG players, but we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Our casket of tomes led us to you. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. Are you quoting the Knights of Favonius handbook at me? So be it. Then let the duel begin. Okay, wir kriegen 200 Glücksmünzen. Herausforderung starten. So, was war das nochmal? Verlegt eine Artefaktausrüstung von einer anderen Figur zu einer anderen Figur, setzt zugleich das Wort. Nee, das nehmen wir nicht. Was ist das hier? 2 Karten ziehen. Nee, das brauchen wir erstmal auch nicht. Das hier ist Elektrowürfel weniger. Wir haben nicht mal Elektrochart drin. Wir müssen unser Deck auf jeden Fall bearbeiten. Pyro weniger. Bogen haben wir auch nicht. Nö, wir haben... Ich schmeiß 4 Karten weg. Wobei, das wird im Deck wieder zurückgemischt, ne? So, aber die Karte habe ich nicht verstanden. Die konnte ich nicht einsetzen. Das verstehe ich nicht. So, ein Anemo-Würfel weniger, ein Pyro weniger, ein Kryo weniger. Das ist richtig, richtig gut. Was ist das eigentlich? Wird eine deiner Figuren in dieser Runde ausgeschaltet, ist diese Karte auszuspielen. Erschafft einen Omni-Würfel. Deine aktuelle Figur erhält einen Punkt Aufladung. Noch nicht verloren. Kann jede Runde nur einmal gespielt werden. Brauche ich eigentlich auch nicht. Das heißt, das kann ich dann umwandeln. Und die Karte habe ich nicht verstanden. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Videos ich vorproduzieren werde. Es ist an sich egal, wenn ich als... Ich nehme mal Kaya als aktive Figur. Aber in der ersten Runde habe ich nicht vor anzugreifen. So, mach's trotzdem so, weil die 6 können wir eh nicht gebrauchen. So, und ich kann mit Kaya, glaube ich, trotzdem angreifen in meine Runde. So, was wir aber machen? Ausrüsten. So, okay. Ausrüsten. Das ist eigentlich voll perfekt. Das war doch Anemo, ne? Ja, das ist eigentlich perfekt, was wir am Anfang bekommen haben. Und dass wir mit Kryo starten. Denn jetzt kann ich einfach... Das behalte ich erstmal. Ich kann jetzt schon angreifen und den ersten schon killen. Mit den anderen 2 Würfeln kann ich eh nichts mehr machen. So. Gegner ist am Zug. Der wird einen Standardangriff machen. -2. Aber ich beende meine Runde. Boah, macht er wenig Damage. Untertauchen, okay. So. Das ist mehr Angriff für Dillo, glaube ich. Und das ist der rechts. Erste Würfelphase, okay. Okay, wir haben Anemo und Kryo. Und Pyro haben wir auch.
Wir haben 3-mal Anemo. Das ist 2-mal das. Das heißt, ich bräuchte nur... Ich würfel mal nur diese beiden hier. Wobei ich nicht weiß, ob ich Pyro benutze. Das. Und zum Wechseln brauche ich eher eine... Ach, stimmt. Ich würfel nur die 2 einfach neu. Anemo und Anemo. Ich kann mit Saccharose ja 2-mal sogar angreifen. Ja, aber ich kill den, glaube ich, so. Nee, ich kill den nicht. Oh, ich wollte... Angreifen wollte ich gerade nicht. Upsi. Jetzt probiere ich nochmal was aus. So. Erst mal gucken, was das ist. Verlegt eine Waffe... Okay, verlegt eine Waffe allerdings. Okay. Ich setze das jetzt hier ein. Das heißt, wenn ich jetzt wechsle... Achso, es geht als Schnellaktion. Das heißt, ich kann doch auch angreifen. Das war der Fehler, den ich gemacht hatte. So, ich wechsle nämlich jetzt. Nehme den, ja, den Pyro. Das jetzt gilt als Schnellaktion jetzt. Okay. Das heißt, ich darf jetzt doch trotzdem angreifen. Okay, ich verstehe das Spiel so langsam. So. Ich habe die Look nicht mal verwendet. Und ich habe sogar die Ulti bei Kaya frei. Ach. Einmal pro... Ach so. Ich dachte, es bleibt bei ein weniger. Okay. Animal test 6308. Das wusste ich ja gar nicht. Erringe den Sieg. 2 Belohnungen. Warum neu starten? Gosh, I lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. Die Frage ist, warum hast du trotzdem gespielt? Now we have 2 victories under our belts. Let's get back to the cat's tail. Paimon wonders who Prince is gonna pick as our final contestant. Ich weiß es schon, aber ich spoilere euch nicht. I sensed that he had what it took to become an official TCG player, but he has returned to the tavern more quickly than I had expected. Defeat the opponent I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. I look forward to watching this game immensely. Not just Prince, I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. He won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? What ho, fellow voyager of the stellar void. Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your sworn oath to become the thrice victorious. But so be it. You who are enslaved by dueling desire, be released from your shackles into the glorious arena of gladiatorial combat. Step forth, O brave challenger. Your princessin grants you an audience. Hearken well. The wretched clock chimes yet again, as the declining light of the day grows dimmer still. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Mein Fräulein could afford to be a little less impatient. Huh? Paimon knows those voices. Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your Genius Invocation TCG Duel. Dann machen wir das mal. Ha! Wusste ich's. Paimon knew it! It's Fischl and Oz! Who else but the princessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the master of cards hope to be crowned the champion. This path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment.
That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the Prinzessin, whose Aug de Verurtelung des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed 10,000 battles across 3,000 worlds. Oh, is that right? Indeed. Mein Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG, and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The Prinzessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, do I now arrive here at the gateway to yonder circle of secrets. Mein Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far, and is therefore 1 step away from becoming an official TCG player. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an official TCG player! Indeed. The Prinzessin herself heeds the call of fate and descends to this realm from the Immanakreich. Yet still, you dare to doubt the inevitability of the inevitable. Your stubborn foolishness is contemptible. Mein Fräulein, I implore you to consider less odious turns of phrase, lest you be forced to feast on your words in the fullness of time. What? I shall not lose, Oz! What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Prinzessin de Verurtelung, who even now begins to strum the strings of fate that shall sound out the Traveler's Requiem? Then I say it is time to see what you are made of. Die Fische bändeten Kaya. So, was haben wir? Das hier war Geo. Okay, das hier ist beim nächsten Wechsel der Figuren. Da brauche ich keinen Dings. Okay. Deine aktuelle aktive Figur erhält 1 Punkt Aufladung. Gewählten Beschwörung. Warte. Einsatzmöglichkeiten der gewählten Beschwörung des Gegners -2. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Heißt das, der Gegner hat 2 weniger Möglichkeiten? Hä? Ich schmeiß die Karten einfach weg. Und so nur die eine. Wir kriegen Speer. Okay, das können wir nicht wirklich gebrauchen. Ich habe hier das hier, deswegen würde ich... Was kann eigentlich Fischl? 2 physisch, ein elektrischer Schaff, 1 aus. Oh. Aus, Versuch 1 Punkt am Ende, okay. Einsatzmöglichkeiten 2. Verursacht 4 Schaden, fügt einen interaktiven... Das ist heftig. Also die Ulti von Fischl ist heftig. Bennett, verursacht 2, verursacht 3 Pyro, okay. Fällt auch beim Anwenden einer Fähigkeit deiner Figuren. Erhöht dies wenn diese... Okay. Also Healing oder was. Also Kaya kennen wir ja. So, das heißt, ich würde... das ist ja Müll, das ist ja Elementarverbrauch weniger. Ich würde mit Kaya beginnen. This will be interesting. Anemo mache ich in diesem Zug, glaube nicht, wobei ich ein Anemo behalte. Ich hoffe auf ein Kryo. Ich habe keinen einzigen Kryo. Okay, nicht schlimm. So, also, das ist auf jeden Fall Ausrüsten. Für ihn hier. Ich kann ja zu einem Kryo umwandeln, das geht. Das ist das Elementarwürfelverbrauch. Das heißt, ich will einen Würfel weniger verbrauchen. Das heißt, mache ich
Dann brauche ich nur einen einzigen Würfel? Bei nächsten Wechsel die Figur. Das heißt, im Wechsel brauche ich dann nicht. Zack, zack, zack. Wechseln, zack, zack. Okay, dann habe ich eine Idee, was ich mache. Ich brauche hier so 2. Ich greife damit jetzt an. Ich brauche 2. Ich muss dann 2 über das verwenden. Ich kann Pyro noch machen. Gut. Oz, reveal thyself. Nur ein Damage. Ach so. Das ist aber Aus drin. Und Aus attackiert macht mir auch weiter Damage. Okay, so. Dann, beim nächsten Wechsel deine Figuren. Ich würde wechseln wollen zu Diluc. +1 Aufladung. 4, 2, kann ich. Ne, ich brauche nur 4 Kryo. Theoretisch könnte ich mir es irgendwie rausholen, aber. Ne, ich würde tatsächlich. So, wechseln. Beim nächsten Wechsel deine Figuren. So. Brauche ich das überhaupt? Eigentlich nicht. Eigentlich kann ich gerade behalten, weil wenn ich wechseln will, ich brauche 3 zum Angriff. Let's go. Runde schon beendet. Oh. Okay. Fischl ist was down. Ich bin noch, ich bin weiter im Zug, aber ich kann ja nichts weiteres machen. Geo bringt gar nichts. Ich könnte es theoretisch einsetzen. Kann ich ihn einsetzen? Nö. Ne, ich kann ja nur das machen, aber macht auch keinen Sinn. Deswegen beende ich meine Runde. Sie hat aber die Vorhand. Ah, am Ende der Runde, stimmt. Ich habe gar kein Glück hier gerade. Was haben wir denn bekommen? Wir haben das hier bekommen. Das kann ich glaube ich nur Kaya geben. Schalt alle Beschwörungen aus. Ne, macht keinen Sinn. So. Damit ich mit Pyro angreifen kann. Müsste ich 2 Karten opfern, theoretisch. Das machen wir auch. So. Das jetzt zu Pyro ändern. Das hier auch zu Pyro ändern, bitte. Dann würde ich. Das würde ich gar nicht benutzen. Eine Aufladung, okay. Ach stimmt, dann ist jetzt Fischl der down. Oh, das habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. Das habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. Kleiner Fehler, okay. This is what the smallest sacrifice necessary to achieve ultimate victory. Mhm. So, ich bin weiter im Zug. Die Ulti ist ready, theoretisch. Was macht der Ulti? 8 Pyroscheiden. Boah. Verleiht die Figur die Pyrokraft. Durch die Attribut wird nun Pyroschaden. Durch die Figuren mit diesem Attribut wird nun Pyroschaden. Durch die Figuren mit diesem Attribut wird nun Pyroschaden. Achso, physisch wird zu Pyro. Ach so. Physischer Schaden durch die Figuren mit diesem Attribut wird nun Pyroschaden. Okay, das heißt, ich greife weiter mit Pyro an. Okay. Dann würde ich sagen, rüste ich das hier mal aus. Ich weiß nicht, ob ich Kaya, oder doch, Kaya werde ich bestimmt benutzen und beende dann meine Runde. So.
Das ist richtig unlucky. Das ist schon besser. Das ist, wird eine Figur in dieser Runde ausge... Das war, wenn einer stirbt. Er hat ein Artefakt eingesetzt, ein Krümelwürfel weniger verbraucht. There can be no excuse. Ui. Now, see what happens. Ich könnte das ausrüsten. Da würde Saccharose weniger Damage machen. Das macht einfach mehr Damage. Und verbraucht weniger. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Free. Oh, Gegner hat die Runde beendet. Okay, das ist gut. Standard. Wechsel ist kostenlos und dann Saccharose. Ich rüste aus. Greift mit Kai einfach an. Couldn't break. What happened? Oz, with lightning twixt upper and lower mandible. Strike thy pointy beak into this obstacle and remove it from my path. Mein Fräulein, I cannot simply attack the traveler. Da ist jemand richtig mad und kann nicht verlieren. Ja, mehr kann ich nicht machen. Dann beende ich die Runde. Möglichst viel Kryo, 2, 3. Pyro brauche ich eh nicht. Ist okay. Cool it. Don't push your luck. Da ist jetzt aber auch mit der Ulti ein. Ich will wissen, was das genau macht. This moment will be frozen in time. Was ist das ja eigentlich? Einmal Hydro weniger. Nee, brauche ich nicht. Und dann habe ich das gezogen, ne? Waffenwechsel, nee. Da würde ich das hier einsetzen. War das zu früh eigentlich? Oder geht es für den nächsten Figurenwechsel? Das will ich jetzt mal austesten, ob ich jetzt nochmal angreifen kann oder nicht. Das macht mehr Damage. Dann schmeiße ich das mal weg. Achso, ich muss nochmal wegschmeißen. Ja, dann. Nächste. Free. Don't push your luck. Bin ich nochmal? Ach so, die Runde hat sie komplett beendet. Ach so. Jetzt kann ich kostenfrei wechseln, ja. I can do it. Der Damage kommt automatisch. So, dann schmeiße ich das hier weg. Spielt jetzt eh keine Rolle, weil... Ah, ich habe kein Artefakt drauf.
Das ist die Waffe, die sie da hat, kein Artefakt. Ich habe kurz gedacht, sie hat ein Artefakt drauf. Ich bin ja komplett lost. Cool it. I'm not done. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Traveler, was even this part of your plan? What a truly ingenious plot, and what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel, so I came over to watch. Nice! Sucrose won 2 as well! Great work! It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. As you embark on this ingenious vocation, may you wield it in battle against all your fated foes, that not a single one of them may be left standing. Main Fräulein wishes to give you a Main Fräulein character card. Wow! It's Fischl's character card! 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? If you would be willing, of course. Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. One other thing. When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you, if you managed to become an official TCG player. Probably not. Oh, Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player. Let's go get our prize! With 3 electro dice, I summon my eternal familiar, Osvaldo Hacknavine, to my side. Heed my... Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Congratulations! You are now officially recognized members of the Genius Invocation TCG community. Very well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all new official TCG players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed, I'm quite sure they will. Oh, sorry, I forgot to translate for you. Prince would like to say,
Hope you have fun playing Genius Invocation TCG. Okay, dann haben wir, glaube ich, offizielles Tutorial durch. Beziehungsweise wir sind jetzt offiziell Kartenbeschwörer. Das brauche ich nicht. Ja, Einladung, bla bla. Okay. Jo, dann würde ich sagen. Hoch. Huh? There's a strange new customer in the tavern. Look! It's a huge finch! Excuse me, I am not a finch. My name is... oh dear, it seems... No, I can't quite remember my name. You can just call me Tubby, I suppose. Well, hey, Tubby. Don't think we've seen you around Mondstadt before. That's because it's highly unusual for me to be in Mondstadt at all. I actually came here all the way from Liyue. So, how come you came all this way just to visit the cat's tail? Indeed not. Although it may surprise you to learn that the reason I was sent here still has to do with the card game. And if I am guessing correctly, and you are indeed the traveler, then as it happens, it has something to do with you, too. Well, as I'm sure you've discovered, with the rising popularity of Genius Invocation TCG, inviting a friend to a duel in the tavern has become a fun way to pass the time. There's just one little problem. Many invitees currently have to travel an enormous distance to get here, turning the whole thing into quite an ordeal. I have therefore been sent here to create a little game room, using the same Adeptus art as is used to construct teapot realms. That way, anyone with an invitation will need only to think the thought, and they will instantly appear in the game room. You will be free to use the room whenever you wish to invite a friend to duel, and it will be far more straightforward for them to take you up on the offer. Wow! This will make things much easier! But what if Margaret finds out? She's not gonna get mad at you for renovating her tavern with your Adeptus arts, is she? That shouldn't be a problem, since the realm will not be physically located within the cat's tail. Besides, we obviously sought the owner's permission in advance. She was quite enthusiastic. Oh, Liyue's Adepti arts sound pretty useful. Could you double the size of the tavern while you're at it? Unfortunately, my mastery of Adeptus arts is not sufficient to achieve this. Huh. Yeah, that does sound like something Margaret would say. Anyway, it's great that you're here. I was racking my brains trying to think how to get in touch with you after setting everything up. Right then, let's get started. Okay, that should do it. Wow! Just like that? Liyue's Adepti arts are pretty nifty. You know, I have a feeling that we will meet again someday. Who knows when, but we will find out when that time comes. Over to you. Now you can invite friends to duel with you in this room wherever in the world they are. I hope it serves you well. Oh, and I almost forgot. A guy from the tavern wanted me to say this to you. Hope you will have fun playing Genius Invocation TCG. Okay. Ich hatte Rennen aktiviert. Okay. Ja, ist der Part ein bisschen länger hinausgezögert worden. Egal, der Part endet hier. Im nächsten Part werden wir die nächsten oder die ersten Duelle machen, kann man so sagen. Mal gucken. Ciao.